Schießübungen mitten auf dem Ozean. Partys und Feiern in den Clubs von Mombasa, Safari in Kenia und Zanzibar. Seychellen, Malediven, Komoren, Madagaskar, Südafrika, Dubai und so weiter. Ich rede gerade über meine Zeit in der Maritimsicherheit. Klingt abgefahren? War's auch. Was ich da alles erlebt habe, das muss ich euch einfach berichten. Während meiner Bundeswehrzeit wurde mir irgendwann klar, dass es da für mich nicht weitergehen wird nach den 4 Jahren. Ich war ja SAZ 4, wie ihr schon alle bestimmt wisst aus meinen vorherigen Videos. Und habe mich dann eben entschlossen, nach meiner Zeit bei der Bundeswehr in die maritime Sicherheit zu gehen. Aber wie kam es dazu? Eigentlich relativ simpel, denn ich wusste eben, ich möchte weitermachen, ich möchte auf der Schiene weiterfahren, also quasi militärisch Sicherheit. Ich möchte mich aber selbst frei entfalten, mich selbst entwickeln und vor allem, ich möchte öfter in den Einsatz gehen. Und zwar so oft wie ich wollte, und das ist eben in der privaten Sicherheit dann möglich. Ja, wie kam es genau konkret zur maritimen Sicherheit? Ich habe mich dann irgendwann ja, gegen Dienstzeitende beziehungsweise schon davor natürlich umgeschaut und habe mich umgehört. Und ja, was ist hier gerade aktuell? Und zu der Zeit, wir reden jetzt hier von 2009, 2010, 2011, war eben das aktuelle Thema die Piraterie, beziehungsweise dann natürlich die Antipiraterie. Und zwar mit Schwerpunkt vor Somalia, da gibt es ja auch so einige Filme dazu. Das war zu dieser Zeit top aktuelles Thema. Ja, und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, dort mitzumachen und eben in die private Sicherheit zu gehen. Ja, 2011, Ende 2011 bin ich ja bei der Bundeswehr abgegangen und es hat eigentlich nur so ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann auf dem ersten Schiff mich wiedergefunden habe. Aber dazu kommen wir noch. Also, 2012 bin ich dann eben in die maritime Sicherheit eingestiegen. Und das kann ich euch sagen, Leute, war eines der krassesten Erlebnisse. Allein schon zu wissen, dass du da jetzt hingehst und dann natürlich überhaupt die erste Tour zum Flughafen zu fahren. Ja, warum? Eben, ich war gerade mal Anfang 20 und ich war davor einmal im Urlaub, bin geflogen nach Mallorca hier mit ein paar Kumpels. Ja, und ansonsten waren dann nochmal die Flüge nach Afghanistan in den Einsatz, wo du aber sagst, hier, da bist du ja mit, was weiß ich, wie viel anderen Kameraden noch im Flugzeug und verlegst zusammen jetzt in den Einsatz. Ja, und jetzt auf einmal, private Sicherheit ist hier komplett umgekrempelt, 180 Grad. Da bist du alleine, ja. Da hast du zwar eine Firma, für die du arbeitest, die im Hintergrund steht, aber was sollen die machen, wenn du jetzt zum Beispiel in Afrika sitzt, alleine? Da kannst du die anrufen und dann, was sollen die machen? Wenn irgendwas wäre, ja, die können hier natürlich lokale Agents verständigen, also Kooperationspartner da drüben und so weiter, lokale Kräfte, ja, die vielleicht irgendwas bewegen können, aber ansonsten bist du erstmal auf dich alleine gestellt und das wurde mir dann auch erstmal klar, muss ich sagen. Ja, und so war es dann auch, ja. Also ich war richtig aufgeregt, positiv natürlich, und zwar hier, jetzt geht's los, Combat Ready werden, hier davor nochmal gepumpt hier und trainiert und mich total drauf gefreut und dann ging es auch wirklich los, die Sachen gepackt, ja, taktische Sachen, also Medic eingepackt, Holster eingepackt und so weiter, ganzen Klamotten gepackt, alles in zwei Trainingstaschen eingepackt und ja, und let's go, sag ich mal, ne? So, und dann fährst du zum Flughafen und weißt, okay, jetzt hier deutscher Flughafen, alles nur schick und fein, aber jetzt fliegst du erstmal alleine los, ja, und meine erste Tour, die ging nach Kenia, also nach Mombasa. Da bin ich dann nämlich auf das Schiff aufgestiegen. So, und dann kommst du irgendwann mit deinen Taschen hier in Mombasa an und freust dich erstmal, wenn da ein lokaler Agent steht mit einem riesen ausgedruckten Papier von deinem Ausweis drauf und den hochhält und dann, ja, erkennst du gleich, okay, das ist der Mann, der dich abholt und zum Schiff bringen soll. Und hast natürlich davor auch Sachen gehört, ja, die tatsächlich passiert sind. Dass zum Beispiel Operator, also von anderen Firmen, dass da einer vergiftet wurde, hier in irgendeiner Bar, ja, und dass hier ein Anschlag war und so weiter. Ja, und
klar, war mir völlig egal immer, sonst hätte ich es ja nicht gemacht und nicht immer wieder gemacht. Aber das eben jetzt am Anfang, als erste Erfahrung, das dann eben so mitgemacht zu haben, Wahnsinn. So, der Agent hat mich dann eben abgeholt und hat mich dann zum Hafen gebracht von Mombasa, wo ich dann auch aufs Schiff gegangen bin und von meinem Team, wir waren damals ein Viermann-Team, und von denen dann in Empfang genommen wurde. Ja, dann erstmal natürlich Zimmer eingeteilt, die Butze hier kennenlernen natürlich, gegenseitig kennenlernen, erstmal hier natürlich tratschen, was hat wer gemacht und so weiter. Ja, natürlich für mich als Neuer, wie ist denn hier überhaupt der Ablauf? Ja, und so weiter und so fort. Da werde ich natürlich noch näher drauf eingehen. Ja, und dann, ganz lustig, ich, ich habe hier davor, weiß ich noch, den Operation Manager mal gefragt, so, ey, ich kann es ja gar nicht einschätzen. Ich weiß, ich bin jetzt so 2 Monate unterwegs. Wie viel Kohle soll ich denn ungefähr so mitnehmen? Ich meine, der hat irgendwas von so, ja, 400, 500 Euro reichen auf jeden Fall. Irgendwas davon gesagt und ja, daran habe ich mich auch so grob gehalten. Ich meine, ich war noch ein junger Kerl, hatte jetzt auch nicht so viel Kohle, dass ich jetzt sage, ich kann da gleich mal 2000 Euro abheben. Ja, weil ihr in jungen Jahren, ihr wisst ja selbst hier, Party dominiert das Leben, ist doch klar. Und ja, dann habe ich die Kohle mitgenommen, natürlich auch meine Kreditkarte mit am Start. Zum Glück, sage ich jetzt schon mal, denn die erste Tour, die ging dann noch gar nicht los. So, und dann hat es in Kenia erstmal ja, 6, 7, 8 Tage gedauert, bis sie dann los sind überhaupt. Das heißt hier erstmal natürlich Geldbeutel frei machen, aber in die Stadt jeden Tag schön essen gehen und trinken natürlich. Ne? So, und dann ging es auch endlich los. Aber die Überfahrt nach Sansibar hat nur 12 Stunden gedauert. Da lagen wir vielleicht einen Tag vor Anchorage, also bevor du in den Hafen rein kannst. Und dann waren wir eben in Sansibar, dort angelegen. Und da das zu einer Zeit war, wo Ramadan war, war hier alles komplett verlangsamt. Das bedeutet, dass wir in Sansibar auch nochmal, ich meine 8, 9 Tage einfach im Hafen lagen. In Sansibar war das eh alles anders, weil das ein sehr kleiner Hafen ist. Das heißt, da hast du gar keinen Kran im Hafen. So einen richtig großen Kran gibt es ja in den richtig krassen Häfen, die ballern die Schiffsladung runter. Wirklich die beladen, entladene Schiffe in 10, 11, 12 Stunden. Aber in Sansibar gab es nicht. Das heißt, es musste mit den schiffseigenen Kränen hier be- und entladen werden. Und dazu kam eben, dass noch Ramadan war, dass dann sowieso alles langsamer gelaufen ist. Und dann waren wir eben dann nochmal 8, 9 Tage irgendwas. Das heißt, summa summarum, Anfang Kenia, dann Sansibar, war ich erstmal schön 2 Wochen hier in den Urlaubsparadiesen, wo andere so richtig fett Kohle dafür zahlen, um da hinzukommen. Und ja, haben es erstmal schön gut gehen lassen, sage ich mal. Da war natürlich dann auch fast Ebbe im Geldbeutel. Da muss ich dann erstmal schön wirtschaften, ja. Hat sich aber alles auf jeden Fall gelohnt, Leute. So, aber danach ging es dann tatsächlich los. Und zwar ab auf das Meer und jetzt wirklich mehrere Tage unterwegs. Ja, ich möchte erstmal allgemein sagen, was da die Touren waren, beziehungsweise wie kann man sich da das Ganze vorstellen. Ja, es gibt da quasi jetzt einfach mal grob gesagt 2 verschiedene Arten. Das eine, das waren die sogenannten Dauerläufer. Auf denen war ich quasi mehrheitlich, beziehungsweise fast immer bis auf einmal. So auch auf meiner ersten Tour. Das heißt, es sind Schiffe, die fahren quasi immer ihre Touren. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier Mombasa, Sansibar, dann rüber nach Indien, dann Pakistan, Dubai, Oman und dann wieder runter eben nach Mombasa und dann das gleiche immer wieder. Ja, da hatte ich eben zum Beispiel solche typischen Touren, aber ich hatte auch die Touren, wo Südafrika mit eingebunden war. Ja, ganz tolle Touren, also wirklich super viel gesehen. Komoren, Madagaskar, Südafrika, da Durban zum Beispiel und Port Elizabeth, Seychellen, Malediven. Ja, das waren zum Beispiel diese Touren, diese Dauerläufer. Und einmal hatte ich einen Transit dabei, der ging nur 2 Wochen, war auch angenehm, sag ich mal, schön angenehmer Auftrag. Das heißt, du steigst aufs Schiff, das war in Ägypten, das war auch eine mega krasse Erfahrung. Da bist du nicht im Hafen aufs Schiff gegangen, sondern das Schiff ist gefahren und du musstest während der Fahrt aufsteigen. Das heißt, du bist in so ein Pilotboot, also in so ein Boot vom Piloten, also von den Lotsen quasi mit aufgestiegen. Die haben dich
zu dem Schiff hingefahren und du musstest dann quasi während der Fahrt aufsteigen. Dann sind wir, jetzt nur kurz um auf die Tour einzugehen, 2 Wochen rübergeballert, eben durch die High-Risk-Area, dann ja, nach Sri Lanka und in Sri Lanka sind wir wieder abgestiegen. Da jetzt aber nicht hier während der Fahrt, sondern tatsächlich, da hat das Schiff hier mal kurz gehalten, dann aber auch auf dem Boot und dann rüber nach Sri Lanka mit einem kleinen Boot. War eine krasse Erfahrung, ein krasses Erlebnis hier während der Fahrt auf dem Schiff quasi aufzusteigen. Also ja, ich schwärme jetzt noch immer, muss ich sagen, ja, wie im Film einmal. Da erlebst du einfach Sachen, die du eigentlich immer nur in den Filmen siehst, ne? Und da habe ich schon immer gesagt, ja, ich brauche keine Filme schauen, weil ich mache mein Leben zum Film, habe ich schon immer gesagt und das habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Alles, was ich in Afghanistan erlebt habe, bei der Bundeswehr, aber eben jetzt zweites Kapitel danach, ja, maritime Sicherheit. Und da hört es dann noch gar nicht auf nach dieser Folge, beziehungsweise jetzt hier kommt ja dann noch eine Fortsetzung zur maritimen Sicherheit und danach geht es ja weiter, weil ich dann eben im Nahen Osten unterwegs war. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ja, und dann warst du eben auf diesen Schiffen, manchmal eben nur kurz, aber in den meisten Fällen tagelang auf hoher See und hast deinen Regeldienst versehen. Aber darauf werde ich dann erst ja im nächsten Video eingehen, sonst wird es jetzt zu lang, da schaltet jeder ab. Das heißt, ich werde erzählen, wie sah denn der Regeldienst aus mit Trainings, Schießtraining, Zaunbau, Medic Drills und so weiter. Wie sah aber auch unser Alltag aus, wenn du frei hattest? Und wie sah der Alltag aus, wenn du frei hattest? Das heißt, in den Häfen, das kommt jetzt dann aber eins noch lustiger Fun Fact, Leute. Wir befinden uns jetzt gerade im Jahr 2012. Da war noch nicht so mit Internet und Telefon und so weiter. Also natürlich hatte ich schon hier ein Smartphone oder wenn man es vielleicht Vorläufer nennen möchte, wahrscheinlich damals, ja. Aber hier sowieso in Afrika, da brauchst du ja jetzt auch noch nicht nach Hause telefonieren. Ja, war auch nicht. Leute, überlegt mal, wie hat man das damals gemanagt? Da war natürlich auch nichts mit Briefschreiben. Das ist ja völliger Käse. Wohin denn? Beziehungsweise, wo sollst du denn empfangen? Ja, E-Mail ist das Gebot der Stunde. Aber wie soll denn das funktionieren? Ich weiß, es gab Schiffe, da war gar nichts. Hattest du keine Chance, nach außen zu kommunizieren. Und dann gab es schon Schiffe, ich glaube, da war ich nur 1- oder zweimal drauf, da konntest du E-Mail schreiben. Und zwar wurden die dann in der Regel einmal pro Tag geschickt und empfangen. Mehr war da aber damals nicht drin. Und das Lustige, das kommt gleich, davor noch, ja, wie hat man das mit dem Internet gemacht? Ich erinnere mich noch ganz genau. Und zwar hatte ich da so einen Stick, den konntest du mit USB an den Laptop anschließen und konntest dann SIM-Karten reinpacken. Und dann haben wir uns überall, wo wir immer waren, von den Locals hier SIM-Karten gekauft und ja, und hatten da dann das lokale Internet, dass du damals mit Skype, kennt das überhaupt noch jemand, mit Skype mal nach Hause telefonieren konntest und überhaupt Kontakt zu deinen Leuten zu Hause halten konntest. Ja, Wahnsinn. Heutzutage unvorstellbar, da hast du doch in jedem Land der Welt WLAN, du kannst überall hier dann WhatsApp, telefonieren, sonst irgendwas. Ja, war damals noch gar nicht. Und da jetzt ein lustiger Fakt, als wir dann auf den Komoren waren. Ich meine, es war Mayotte. Komoren liegt ja hier Madagaskar, Afrika. Eben also mitten quasi in Afrika. Hier Inseln. Und das Lustige war, das ist hier Französisch. Ja, das heißt, dort warst du in der EU. Waren wir in Madagaskar, hat die Minute 5, 6 oder 10 Euro gekostet zu telefonieren. Hast du natürlich nicht gemacht mit deinem normalen Handy, ja, mit der deutschen SIM-Karte. Warst du aber dort, einfach nur auf der nächsten Insel, war das EU und du konntest ganz normal für EU-Tarif nach Hause telefonieren. Ja, fand ich schon spannend, lustig. Fand ich toll. Aber ansonsten war hier da natürlich komplett Ebbe. So Leute, aber wie gesagt, hier, nächstes Video geht es weiter. Habe ja schon gesagt, was da auf uns zukommt. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei, Leute. Ihr seht, ich schwärme noch immer von dieser Zeit. War auch hier wieder mal eine meiner besten Zeiten der Welt. Ich kann es nochmal wiederholen. Eine meiner besten Zeiten der Welt. Meines Lebens, aber das ist ja die Welt. Ich kann es einfach nochmal wiederholen, Leute. Ey. Würde ich genauso wieder machen. Erlebt wie im Film. Krasses Zeug, ey.